Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Werk Video. Dieses Mal bastle ich eine mobile Hobelstation und es gibt viele neue Videoelemente. Wir sehen uns gleich nach dem Intro. Im heutigen Projekt geht es um eine mobile Hobelstation. Wieso Hobeln? Hobeln ist ein wichtiger Vorgang, um Bretter maßgenau zu fertigen, sowie rechte Winkel an den einzelnen Seiten herzustellen. Rechte Winkel mit Handwerkzeuge herzustellen ist zwar sehr entspannend, aber nicht immer sehr einfach. Daher habe ich mir diese Woche eine Abricht- und Dickenhobelmaschine gekauft. Der wichtigste Punkt bei dieser Maschine ist, dass beide Seiten des Abrichttisches vollkommen gerade sind. Nach dem Zusammenbau der Maschine habe ich einige Tests durchgeführt. Dieses Brett habe ich zum Beispiel von 18 mm auf 17,5 mm gehobelt. Ach ja, wenn du wissen willst, wie du einen Messschieber verwendest, dann schau dir doch mein Video dazu an. Ich verlinke es dir in der Beschreibung. Da die Maschine ca. 30 Kilogramm wiegt und die Arbeit auf der Werkbank etwas unhandlich ist, werde ich einen kleinen Ladenkasten auf Rädern basteln. Damit ist die Maschine auf einer angenehmen Arbeitshöhe, sowie kann sie leicht in der Werkstatt verschoben werden. Der Ladenkasten wird aus OSB-Platten gefertigt. Die Einzelteile des Korpus werden mit Holzdübeln versehen. Dazu verwende ich eine vorgefertigte Bohrhilfe aus Metall. Ich habe mir mal einmal eine aus Holz gefertigt, jedoch habe ich nie die gleichen Abstände zwischen den Bohrungen gehabt. Außerdem wurden die Löcher der Bohrhilfe immer größer, was sich auf die Genauigkeit der Bohrungen niederschlug. Eine Bohrhilfe aus Metall ist daher viel besser. Das Zusammensetzen der einzelnen Teile geht mit den Holzdübeln sehr einfach. In relativ kurzer Zeit ist der Korpus fertig.
Die Lade besteht ebenfalls aus OSB-Platten. Die Seitenteile sollen auf der unteren Platte zur Hälfte aufliegen, um einen rechten Winkel zu erhalten. Dies hat sich schon bei meinen anderen Laden bewährt. Die vordere und die hintere Platte decken beide Seitenplatten ab. Alle Teile werden zuerst verleimt und anschließend verschraubt. Für das Einsetzen der Lade sind Auszugsschienen erforderlich. Die Montage ist immer sehr trickreich, weil man immer auf verschiedene Abstände, wie zum Beispiel auf der Seite und nach unten, achten muss. Bei der Montage der Auszugsschiene fiel mir auf, dass ein ca. 3 mm großer Spalt übrig blieb. Mit einem Unterlegholz ist es jedoch kein Problem. Da es ein Rollkasten für die Werkstatt ist, stört dieser kleine Mangel nicht. Kleiner Tipp: Bringt am Anfang nicht alle Schrauben der Auszugsschiene an. Für die Feineinstellungen mit der Lade sowie der gegenüberliegenden Schiene muss die Position der Schiene noch angepasst werden. Erst wenn alles richtig sitzt, werden alle Schrauben befestigt. Wie ihr seht, rollt die Lade einwandfrei. Abstände in allen Richtungen sorgen für ein leichtgängiges Bewegen der Schublade. Zuletzt befestige ich noch 4 Räder an der Unterseite. Und hier seht ihr den ganzen Ladenkasten. Schick, nicht? Aber wie sieht die ganze Station nun aus? So sieht die gesamte Hobelstation nun aus. Die Höhe ist mit der anstehenden Werkbank genau abgestimmt. Was meint ihr dazu? Wie hat euch dieses Projekt gefallen? Sind euch auch die neuen Videoelemente aufgefallen? Schreibt mir eure Meinungen in die Kommentare. Ich freue mich auf nächste Woche. Macht's gut!